Guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und um den schönsten Spezialgast auf diesem Planeten, Butch. Hey. Butch, komm, du bist Spezialgast. Komm. Schnell, hopp, hopp, hopp. Exo hat eine Single rausgebracht. Schnell. Exo. Komm doch. Also wie ihr seht, lässt sich Butch überhaupt nicht beeindrucken. Vielleicht kann ich mal kurz ranzoomen. Er ist... Oha! Ja gut, ich würde sagen, damit hat das Ganze... Einmal, wenn wir ihn einladen, aber weißt du? Das geht so gar nicht. Also Butch hatte keinen Bock auf Exo, aber wir... Keine Manieren. Wir sind ein bisschen... Hyped und ein bisschen spät dran, habe ich das Gefühl. Also, wenn ihr wollt, dass wir eine Reaction drauf machen, drückt jetzt einen Abo-Button. So, du auch noch. Moment. Du auch noch. Ja, komm, also bitte. Noch. Danke, ja. Okay, ja? Ja, okay, jetzt können wir anfangen, weil sonst halte ich es nicht mehr aus. Ich habe schon fast Pipi in der Hose. So. Ich bin so gespannt. Wir haben noch gar nichts gehört. Krass. Wir haben nicht den Concept-Trailer geguckt, wir haben den Musikvideo-Trailer nicht geguckt oder Teaser, wir haben gar nichts geguckt. Alles geheim gehalten für uns. Aber wir wissen, dass 3 Member fehlen. Ja, die sind alle auf Zwangsurlaub, beziehungsweise Militär und? Genau, also Xiumin und Dio sind im Militär und Lei ist in China. China. Busy in China, aber das Ding scheint trotzdem gut anzukommen, weil Nummer 5 in den Trends. Er hat schon 7 Millionen Views. Yes! Ja, wie ihr seht, wir sind pünktlich dran. Es gab das eine oder andere noch zu erledigen, aber wir machen das jetzt und dafür dürft ihr es dann jetzt gucken. So, los geht's. Bist du ready? Ich glaube nicht, aber ja. Ach, Gott sei Dank, es gibt englische Untertitel. Okay, sieht schon mal geil aus. Also ich Licht ausmachen. Wow. Kannst du bitte lauter machen? Ich glaube, es ist zu laut. Alter, was ist das denn? Das war mega krass. 그만해줘 내기 속에 쏟아대는 소리가 let it blow 오감은 그것으로 쏠리고 곤두서고 들어온다는 제멋대로 빚어 하나는 뜬 채로 잠들면 소리가 없이 스며드는 the phantom I'm so sick 더럽이 불이 켜지면 네가 사라져 있게 날 위한다고 I don't think so 방금 내게 파고들어 I don't think so 깊게 스며들어 I don't think so 혼란스러워 I don't think so I think about it I don't think so 보이지도 마라 I don't think so 넌 날 다시 못 가져 I don't think so 집착하기 좀 마 Das ist geil. Dieses Moment. Oh mein Gott, Alter. Krasses Video. Say what you like. 행복했었던 시간들을 알아 이젠 끝내야 한다는 걸 forget everything yeah 잘한다고 I don't think so 모든 내게 파고들어 I don't think so 넌 내 눈을 가려 I don't think so 진실들을 덮어 I don't think so 대충 말해 I don't think so 정거뱉게 하지마 I don't think so 넌 날 다시 못 가져 I don't think so shut up and go
Truck hier. Boah, geil. Nice. Schöner Adress. Alter, die Outfits sind ja Feierabend. Nein! Das Internet, oh nein! Oh Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Oh mein Gott. Jetzt genau hier, oder was? Ich glaube, ich habe die Luft angehalten. Ups. Ich glaube, ich habe vergessen zu atmen, ohne Scheiß. Wieso ist das jetzt genau hier am Ende auf 360p runtergeschmiert? Alter, Oh mein was? Gott. Was? Oh mein Gott. Was ist das? Ich Das ist weiß ja, nicht. Alter, das ist ja komplett next level. Ich weiß gerade gar nicht, was ich fühlen soll. Ob ich hyperventilieren muss, ob ich heulen muss, ob ich grinsen muss. Ob ich glaube, ich habe die Hälfte vom Song, vom Inhalt her gar nicht mitbekommen, weil ich so weggeflasht war von dem Rest. Ich auch. Normalerweise achte ich immer so krass auf die Texte oder versuch's zumindest. Aber die erste Hälfte habe ich gar keinen Plan. Das war jetzt, aber jetzt ist das Internet hier abgeschlossen. Oh Mann. Das ist natürlich wieder hier absoluter Vorführeffekt. Also das, genau, wo wir es hier genießen wollen ohne Ende, das Ding hier einfach abschmiert. Ey, was geht denn bitte ab? Es ist ja unfassbar. Ey, jetzt geht das Internet echt nicht. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott. Hey, jetzt weiß ich, wie ich fühlen soll. Ich muss heulen. Ja, 480p, dann können Sie den Sound wieder hier nicht antun. Ey, das ist wirklich, 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 ey, ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass so etwas kommt vor allen Dingen. Vom Sound her, von der Musik her. Wahnsinn, Alter. So krass, ich auch nicht, aber ich habe ein paar Bilder gesehen von dieses EXO versus EXO. Weil es sind so diese zwei, ich habe das nicht genau verstanden, ihr könnt uns das bestimmt wieder super erklären. Irgendwie so diese zwei Persönlichkeiten, ich weiß nicht, ob gut und böse oder irgendwie sowas. Und da habe ich immer so Bilder von gesehen und es sah schon, genau, dieses EXO vs. EXO. Und es sah schon so ein bisschen, dass es so wieder Future und krass und fett und boom ist. Aber so? Geil. Ich weiß gar nicht, was ich möchte so viel sagen, aber das ist so viel, dass ich kann das gar nicht gerade in Worte fassen. Aber also die Outfits sind heftig. Das ganze Video ist heftig. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, so vereinzelte Shots haben mir nicht so gut gefallen. Die sahen ein bisschen cheap aus, aber ich glaube wegen dem Color Grading, weil die Farben da so krass verzogen sind, gewollt natürlich. Aber das hat mir dann nicht ganz so gut gefallen. Aber das, Da muss man auch nochmal sagen, welche Shots. Ist mir jetzt nichts. Das waren welche, wo die Farben so krass getauscht haben, aber dann gleichzeitig irgendwie so sehr verblasst haben. Und da sahen dann auch teilweise die Jungs sehr blass aus und dann wirkte das nicht ganz so geil. Okay. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob zu wenig Kontrast oder einfach zu verblasst. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das waren nur so 2-3 Shots Maximum. Okay. Also ganz kurze Shots. Ja. Also naja, muss man mal reinschauen, aber sonst, also, dass der ganze Song eben auf diesen, auf diesem selbst eingesprochenen, aufgenommenen Sample, dieses I Want You, I want you, I want you. das, was sie auch in der Hook singen. Warte mal, läuft das jetzt besser? Es ist ja... Hammer. Genau, diesem Sample hier, das hier im Hintergrund läuft. Das ist ja eben genau hier aus der Hook entnommen. Da ist es ja am Ende auch immer drin. Wo war das denn? Diese tiefe, super runtergepitchte Stimme hat mich aber direkt an wo ich es erstmal so richtig wahrgenommen habe und das auch ziemlich legendär für den Sound dort war bei A$AP Rocky. Oh. Es klingt sehr ähnlich wie bei A$AP Rocky, nur dass sie es sehr stereo gezogen haben. Das war das Album, wo so Gold... Ja. Oh,
Nee, wo so noch alles so ein bisschen schwarz-weiß und die also amerikanische Flagge drin zu sehen, also Stern, Stars and Stripes. Purple, nee, war auch irgendwas drauf. Gold. Wieso fällt mir das dann immer nicht ein, wenn ich hier sitze? Mir fällt das jetzt aber auch nicht ein. Das ist immer der Effekt, wenn man hier sitzt, aber ihr wisst sicher, welches Album ich meine. Da hatten eben das mit dieser tiefer gepitchten Stimme auch immer so schön drin. Oh, der Song war heftig. Ja, da hat sich das auch so ein bisschen rausentwickelt, dass man das dann so eine Zeit lang schon immer wieder bei ein paar so Hip-Hop-Songs gehört hat. Weil es hat auch so einen ganz speziellen Sound gehabt. Nicht einfach nur so tiefer gepitcht, Genau. sondern so einen ganz bestimmten Klang. So und wie stimmt, hier. das hat es hier auch wieder. Nur ich finde, dass die es hier nochmal auf ein anderes Level gebracht haben, weil es bei A$AP Rocky war es so ein bisschen von der Qualität so ein bisschen downgegradet, sodass es ein bisschen Lo-Fi klingt. Also von der Qualität einfach ein bisschen schlechter klingt, beabsichtigt. Hier klingt es aber sehr poliert und ist auch sehr breit. Nur diese Stimme alleine, ja. Also das nicht, das ist nochmal ganz anders. So electrified. Genau, das ist nochmal ganz anders, aber auch wieder super Stereo. Da sagt er eben genau dieses I don't think so. Und man muss mal wirklich drauf achten, das Sample, dieses I don't think so Sample, dieses gechoppte Sample am Anfang, das läuft die ganze Zeit durch. I want you, sagt er. I Ne? want you. Ah, witzig. Da macht nämlich auch diese Thematik Exo versus Exo oder Ochse. Macht dann auch Sinn, weil das Vocal sagt ja I want you. Und dann aber der Text dreht sich, glaube ich, eher darum, dass es dann genau das Gegenteil irgendwie, also so Kontrast. Irgendwie sowas ist das Gegenteil, Kontrast. Irgendwas, ich habe es nicht ganz verstanden. Ich habe mich auch nicht so tief reingelesen, weil ich eben erst den Song und das Musikvideo sehen wollte. Aber geil, dann ist das hier in dem Song tatsächlich auch dann mit eingearbeitet, so richtig. Also, oh mein Gott, weißt du, was mir wieder gerade schön klar durchdacht. wird? Dass jetzt mit dem Song und dem Musikvideo ja auch das Album raus ist. Oh, stimmt. Das war bei Mamamoo genau. Oh mein Gott! Nice! Habe ich auch fast vergessen. Das heißt, wir müssen dann für EXO auch nochmal einen speziellen K-Pop-Streaming-Abend machen. Ja, BTS, Mamamoo und EXO sowieso. So, was kann man noch sagen alles? Hier auch im Intro sehr geil, viele so atmosphärische Sounds eben eingearbeitet. Das sage ich ja auch immer wieder. Sehr, sehr wichtig. Oder was heißt wichtig, aber es ist schon geil, es ist ein geiles Stilmittel, weil diese atmosphärischen Sounds wie hier, das bringt einen direkt immer, auch wenn es nur ein Song ist, so auf einen komplett anderen Film. Also man ist dann wirklich irgendwo... Vor allem, wenn es so eine bestimmte Stimmung oder so auch genau, in der das Story erzeugt die Stimmung. transformieren soll, dann bringt es sich da so rein. Genau, das meine ich. Du musst nicht während dem Song erst reinkommen und dich reinfinden, sondern du wirst direkt so am Anfang reintransportiert. Genau, also du wirst eben, es ist eben stimmungserzeugend, das wird eine Szene gesetzt, aber eben auf der auditiven Ebene. Ne, das ist wie wenn du einen Film machst, dass du dann auch guckst, wo drehen wir das jetzt, regnet es, scheint die Sonne, keine Ahnung, ist es irgendeine Brücke, eine Unterführung oder machen wir das draußen auf dem Feld oder sowas. Das sind eben atmosphärische Elemente, die man dann auf der Video- oder Bildebene machen würde, aber hier auf der auditiven Ebene macht man das eben mit diesen Soundeffekten, die dann so reinkommen. Alles hier auch, das sind Vocal-Effekte, bin ich mir fast sicher, die hier gerade so durchlaufen wie ein 3D-Raum. Es dreht sich ja auch, ne, um den Kopf, wenn du mal genau drauf achtest. Oh mein Hä? Den Shot meinte ich. Das. Ja, also. Da, ja, weil das es ist bestimmt beabsichtigt, aber es sieht halt so ein bisschen krank Zombie-mäßig aus und irgendwie. Das ist 100% Absicht. Ja, klar. Fallen mir die kontrastreicheren mehr. Was halt auch sehr auffällt, dass gerade in den Strophen fast komplett wirklich auch dieser Subbass durchläuft, so richtig wie so ein Teppich unten liegt. Und das Krasse ist, dass der vom Mixing her nicht so angelegt ist, dass er irgendwie stört oder nervt. Ich habe ja auch schon ein paar Songs gehabt, wo ich gesagt habe, so, weiß ich nicht, es ist so ein bisschen, könnte abwechslungsreicher sein oder ist irgendwie zu penetrant. Aber hier läuft er eigentlich penetrant durch.
aber es ist nicht penetrant. Also es nervt nicht. Also er läuft permanent durch und ist nicht penetrant, sagen wir es so. Ja. Das kann man übrigens auch sehr, sehr gut hier auf dem Analyzer sehen, beziehungsweise Equalizer. Hier ist ein Frequenzband zu erkennen von 25 Hertz, also den ganz, ganz tiefen Frequenzen bis hoch zu den 20.000 Hertz. Hier mit einem K abgekürzt. Eben steht dann für 20.000. Bei hier den Bassausschläge. Na, also man sieht immer nur diesen Weg. Das ist dann eigentlich. Ja, das ist eine Oktave, die da gesetzt wird. Immer so ein kleiner Oktavenglide oder Slide kann man den nennen, wie er so kurz in diesem so kurz mal hochrutscht und wieder runter. Auch macht man viel auch im Trap tatsächlich, aber auch in anderen Genres natürlich. Aber hier, ja, geil. Es ist auch so futuristisch irgendwie angelegt. Geil. Und das besonders Geile ist irgendwie, finde ich, die Einleitung, die Hook Pre-Chorus. Erstmal noch dieser Vocal, der so das sind ja Vocals, die ja wie so Geisterstimmen so daherkommen und dann so in den Part reinleiten. Und vor allen Dingen ist es zweimal. Ja? Also es kommt einmal erstmal ein bisschen dünner daher, ne? Also dann mit mehr Klang. Ja. Und die leiten dann. Das leitet dann genau in die Vocals von denen ein. Und dann auf einmal wird es auch richtig angenehm. Und das liegt woran? Sorry, ich war. Also mein Spezialgast ist definitiv keine gute Schülerin, das muss man einfach mal sagen. Naja, eigentlich schon. Ich meinte, danach, nach diesem Einleiten mit dieser Geisterstimme, eben diesen wird es auf einmal richtig angenehm. Woran liegt das? Es wird harmonisch. Ja, richtig. Warum? Weil die Jungs harmonisch zueinander tanzen. Nein, es kommt. Oh, okay. Keine Ahnung. Es kommt ein Instrument dazu, das wirklich hier dann die Harmonien erzeugt und spielt. Also da kommt wirklich ein harmonisches Instrument einfach dazu, das die Akkorde hier spielt. Also wirklich, wer die Videos guckt und vielleicht sogar noch neben mir sitzt, hat es vielleicht gelernt, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß ja auch nicht, wofür ich das mache. Ich bin gerade so ein bisschen neben mir. Schock, sie ist absolut schock. Ich wollte dich nämlich was fragen. Nein, warte, ich will das erst noch abspielen. Ja. Und das Clevere ist, dass es so subtil ist, dass man gar nicht mal das unbedingt so benennen könnte, wenn man jetzt nicht so besonders ein Augenmerk drauf hat, wie ich zum Beispiel. Das ist tatsächlich so subtil, also so minimal da reingesetzt in den Mix, auch dass es erstmal nicht so fett in die Fresse ist. Aber es ist wirklich, es macht die komplette Stimmung einfach nochmal in eine andere Richtung. Und das liegt wirklich daran, dass da so ein Synthesizer-Pad drunter liegt, also ein flächiges Instrument, das eben Akkorde spielt, also schöne Harmonien, die da aufeinander abgestimmt werden. Das ist auch richtig so ein Commercial-Pop-Mainstream-Charakter bekommt. Dann doch noch hier in der Hook und das dann so schön aufgeht. Und man denkt, okay, cool. Ja, Mann, ich bin da. Und dann wieder, oh, und hier spielt auch das Sample, das I Want You Sample. Ja. Ne, da spielt auch das Sample nicht und dann geht's wieder zurück. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das eigentlich der Pre-Chorus ist. Das ist krank. Einfach nur krank. Hier auch, ne, allein hier in diesem Part. Da sagt er irgendwas, ne? Oder macht noch so einen Sound auf dem Rechner. Ja, geil. Was wolltest du fragen? Mach nochmal die Hook bitte. Oder was will. Oder den Pre-Chorus. Mal den nächsten. Genau, ja.
spielt ein Instrument eben eigentlich auch noch eine Topline mit. Was ist das für eine Marke? HE? Weiß ich nicht. Aber es ist mit Chanel. Ein Kettchen. Ja, ist tatsächlich auch nochmal wie so ein Synthesizer, das so eine Topline eben spielt. Richtig geil. Ja, es geht Das hat aber so ein bisschen auch mit der Gesangsmelodie mit, aber nicht so 1:1. Aber ist halt ein wichtiges Element da noch, um das Ganze harmonisch auf eine, vor allen Dingen interessant zu machen, weil es klingt nicht wie, als ob man so ganz normale Pop-Akkorde daher spielt. Liegt aber auch noch zusätzlich daran, dass die vor allen Dingen beim Einstieg rhythmisch so ein bisschen was bei den Akkorden machen, dass die nicht einfach nur liegen bleiben, sondern die haben an bestimmten Stellen Pausen, also man hört die ganz kurz immer nicht. Ja, es ist sehr tricky. Man hört es nicht ganz so präzise, aber es ist da und das macht den Unterschied. Ich habe auch das Gefühl, dass hier die Pads lauter sind als bei der ersten Runde. Kann es sein? Nee, sind gleich laut. Habe ich die Kopfhörer noch gemacht? Nee, keine Ahnung. Ja, was wolltest du fragen? Achso, das war schon. Ich bin durcheinander. Die Rap-Parts... Ich wollte noch sagen, dass mich dieses Instrument aber irgendwie so positiv, irgendwie, ich weiß nicht, an so 90s R&B auch erinnert oder genau. so. Ein bisschen Genuine, Usher Ja, genau. oder so. Ja, genau. Nice. Das, also so 90s, aber so, ja, 90s, Ende 90s vielleicht. Genau, dann hört man halt auch ganz klar die Einflüsse der Jungs irgendwie raus. Das ist wirklich, wirklich geil. Die Rap-Parts auch hier fand ich eben auch geil, wie er hier einsteigt, weil viel vom Beat erstmal ja weg ist. Habe ich mir jetzt hier wieder total verrannt? Ja, ich glaube schon, das war nach der zweiten Hook, oder? Nee, ich meine schon nach der ersten. Der Break-Part. Der Dance-Part. Na, da ist ja Oh, erstmal... da kommt jetzt so ein Wow. Genau, aber da ist ja auch erstmal gar nichts. Oh, Läuft aber erstmal die so. Stimme on point, ey. Ja, aber auch tatsächlich ein bisschen effektiert, ne? Da ist schon was drauf. So ein ganz, ganz kurzer Delay ist da drauf, oder es könnte auch ein Reverb sein, wenn man ein Delay so kurz macht, also eine Verzögerung so kurz macht, dass sie kurz nach dem gegebenen Signal kommt. Also wenn ich jetzt das ist ja ein sehr langer Abstand, aber wenn ich den sehr kurz ziehe, dann ist es wie so ein Ja. weißt du? Dann klingt das, kann man das auch, fast Reverb-artig kann das dann klingen, oder man kann die Reverb auch so setzen, dass, naja, auf jeden Fall ist es eins von diesen Effekten. Ich muss jetzt nicht total nerdy hier werden, aber ja, sehr geil. Super minimal, aber eben sehr, sehr präzise und dadurch schon wieder sehr interessant und einfach mal den Beat komplett weggelassen, damit man sich auch mal so als Hörer wirklich komplett fokussiert auf die Stimme und es ist auch wichtig, damit man einfach wieder runterkommt, die Ohren so ein bisschen auffrischen. Dieser Cut ist auch geil. Voll geil. Volle geil. Volle Kanne geil, würde ich sagen. Volle geil. Wow. Eine kleine Laola-Welle gemacht. Hä, voll geil. Das ist mir gerade gar nicht so aktiv aufgefallen. Ja. Und vor allem, das ist echt so ein Wow. Wow. Ohne, dass es so cheesy klingt. Aber es oder ist noch so. wow. Es geht auch wieder runter. Oh. Nee, wow. Es geht auch wieder runter. Also es geht nicht nur wow, sondern... Oh, stimmt. Hast du das gerade auch nicht gemerkt? Nein. Okay, krass. Also es macht wirklich eine Laola-Welle. Wow. Ihr kennt das aus dem Stadion Ich bin vielleicht. grad nur blown away. Shoot. Ich merke schon. Also ich glaube, wir bräuchten eine ganze Stunde, um diesen Song auseinanderzunehmen. Es ist halt auch geil, weil die Pads super breit auch aufgestellt sind, also wie als ob man die so künstlich weitergezogen hätte mit dem
umarmen nämlich genau diese Harmonien, genau diese Synthesizer, diese Pads, die diese Harmonien spielen, umarmen einen dann so richtig schön und alles andere, was eben rhythmisch und sehr basslastig und unten rum auf dem Frequenzband eben ist gut in der Mitte und die Adlibs und so weiter auch alle schön breit. Deswegen erfüllt einen das dann so mit Harmonie und Glücksgefühlen und es ist einfach schön, vor allen Dingen nach diesem relativ trockenen, harten Verse-Parts und so. Das ist echt super geil. Also dieser Kontrastaufbau hier im Arrangement ist Hammer. Ne, hier auch kleine Drum-Fill-Ins, die einem schon so vorankündigen, dass gleich der nächste Part kommt. Sind sehr, sehr kurze. Ich denke auch wieder so 808 orientiert. Ich habe das ja schon vorgestern erklärt. Eben von Roland, diese 808 Drum Machine, die ist in den 80ern, blablabla. Auf jeden Fall eben diese typischen, die man heute gerne im Trap hört, aber auch im Pop und Pop-Trap und so weiter. Ne? Und gerade im K-Pop auch. Auch immer von rechts nach links. Das fand ich richtig heftig, diese Fight-Szene mit Feuer, das sah krank einfach aus. Warte mal, ich muss das mal hier groß machen. Guck mal. Alter, wie haben die das gemacht? Das brennt doch wirklich. Also, sieht schon aus wie echt. Ja. Ja, ne? Ja. Und dann haben die hier, das ist so Visual Effects beziehungsweise CGI, aber das sieht schon nach echtem Feuer aus. Bin ich mir sehr sicher. Das fand ich mega krass. Das sah so voll so Tekken-mäßig aus oder Street Fighter. Ah, genau, hier in diesem C-Part hört man zum ersten Mal auch das Klavier und die machen so richtig so einen Choraufbau, auch wo sie dann die Harmonien machen. Die Vocal Kings. Ah, ja, genau. Das ist so krass, dass man in so einen Song, der vom Genre einfach das soundtechnisch komplett eine andere Welt ist, dass man so einen C-Part reinbaut, der eigentlich schon fast wieder Balladenelemente drin hat. Ja. Yeah. Es ist Balenciaga. Balladenelemente drin hat. Das ist echt super geil. Also wirklich auch mit diesem super geilen Vocal Core hier, absolute Exo, wie sagt man? Meister. Leistung. Ja, nee, ihr Haus, das, was die halt können, so, das ist ihr Ding. Vocals, schöne Vocal-Chöre aufzubauen und so weiter. Und hier hört man das besonders eben gut nochmal raus. Und dann diese Superpower-Adlibs. Das ist auch sehr schön von den Harmonien, also wirklich welche Harmonien, die hier aufeinander singen. Da steht irgendwas mit Workshop. Voll geil auch, dass man genau bei diesem Part dann so diese Wasserreflexion oder so an den Wänden sieht. Irgendwie passt das total gut. Das fällt mir gerade erst auf. Oh, wie schön. Das hier, hör mal genau nur auf den Chor, also wirklich auf dem Hintergrund. Und dann kommt noch eine Stimme ganz am Ende. Drüber noch. Also, Wahnsinn. Hier ist auch wie so ein Buh, ist ja auch noch drin, ne? Und ich höre noch sowas, als ob so ein Falke schreien würde. Falke? Ich habe gerade irgendwie an eine Trillerpfeife gedacht, aber sehr moduliert. Ja, für mich hört es wie so ein Falke, wie in der Wüste, wenn du so ein Western hast. So ja, kommt eher hin. Ja, hör mal ab hier. Ja. Wobei das kein Falke wäre, wenn es in Westernwüste ist. Das wäre wahrscheinlich so ein Igel. Adler, ja.
Falken gibt's da nicht. Ja, ist doch das Kind. Aber ist drin, ne? Oh, ist drin. Die ganze Zeit. Ist ja auch geil, ne? Wie er steigt oben ein, also. Geil. Hammer. Und das ist genau diese tiefe Stimme. Voll geil. Und dieser Dance-Part, das ist leider zu sexy. Wir müssen hier ausschalten. Nein, damit einer ich hab Apple gesehen! Hier hörst du auch genau diese Effekte, die wir gerade benannt haben, hörst du hier sogar noch besser raus, weil einige Sachen hier draußen sind. Genau dieses, was ich gesagt habe, und dieses Adlergeräusch. Hier am Ende hörst du es perfekt sogar raus. Witzig. Ja, ich hab's vorher schon rausgehört. Danke. Endlich sehen wir das Ende. Ist das die Erde? Ja. Upsi, it wasn't me. So, Leute. Ich bin richtig erschöpft jetzt. Das war auch sehr anstrengend auseinanderzunehmen. Und das war wahrscheinlich nur ein Bruchteil. Ja, wobei ich glaube, ich habe tatsächlich doch schon einiges benannt. Auf jeden Fall Daumen nach oben, das ist ja klar. Und genauso macht ihr das auch bei diesem Kanal, denn ich wünsche mir zu Weihnachten 100.000 Abonnenten, habe ich gehört. Und vielleicht schaffen wir es ja endlich jetzt gemeinsam. Weihnachten ist nur noch ein Monat. Da ruft schon der Weihnachtsmann an. Siehste, ich soll auflegen, hat er gesagt. Gut. Wahnsinn. Einfach krass, nur krass. 7,1 Millionen, aber auch absolut verdient. Das ist Next Level. Also wenn das international nicht... Guck mal, während wir es geguckt haben, ist auf dem 4. Platz hochgegangen. In Deutschland, in den YouTube-Trends. Sehr, sehr geil. Also wenn das nicht international durch die Decke geht, dann weiß ich auch nicht. Das Teil ist der Hammer. Das kommt auf jeden Fall auch in meine Spotify Top 20 Playlist, die ich morgen aktualisieren werde am Freitag. Hammer. Sehr, sehr geil. So, es ist... Thumbnail Time. Brain Explosion kannst du nicht schon wieder machen, weil wir das ein bisschen zu oft nehmen. Keine Ahnung. Ich könnte ein einziges großes Herz auf meinen Kopf machen und es wäre nicht genug. Ich weiß nicht. Ja, wie drückt man Obsession in Emojis aus? Vielleicht kannst du das in unseren Augen dann. Leute, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Diese Folge ist besonders lang geworden, aber ich glaube und denke, bin mir ziemlich sicher, verdientermaßen. Allein dafür dürft ihr gerne ein Abo da lassen. Und schaut auch gerne bei Dana vorbei. Sie hat auch einen YouTube-Kanal, wo sie gerne Content macht. Rund um Fashion und Beauty und auch in der K-Pop-Welt tatsächlich, weil wir uns da irgendwie so ein bisschen zu viel reingefressen haben, glaube ich. Das Problem ist, es ist auch alles so gut, dass wenn du dir was anderes reinfährst jetzt, ist es einfach so richtig low. Du denkst dir so, Ja, es ist schon, und jetzt ist halt auch noch die Recommendations auf der YouTube-Startseite sind halt, werden auch immer voller mit K-Pop-Sachen. Wir haben auch so ein lustiges Video gestern gesehen. So koreanischen Kanälen. Nur noch koreanische Kanäle. Oh, man sieht hier auch, ich habe ganz was Neues entdeckt gestern. Der wurde mir gestern vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Geil. Das war auch sehr lustig. Ich habe noch nicht allzu viel geschaut. Hier, warte mal, wo ist er hier? Korean Englishman. Da habe ich ein bisschen schon noch nicht alles geguckt, aber das war auch sehr, sehr geil. Ist ein Engländer, glaube ich, oder zwei, die eben in Korea sind und da einige coole Sachen machen.
Muss ich auf jeden Fall nochmal abchecken, aber die 2, 3 Videos, die ich gesehen habe, die waren super lustig. Also Korean Englishman und die haben auch noch einen eigenen Kanal. Jolly. Jolly heißt er, genau. Und ja, sehr, sehr lustig. Also ihr seht, wir sind dabei. Gut, das war's. Wie gesagt, Abo dalassen und zu Weihnachten dürft ihr mich gerne bereichern. Und es gibt auch eine coole Verlosung jetzt im Laufe des Dezembers. Aufklärung darüber gibt es dann am 1.12. 1. Advent. Danke. Hat was mit Musik zu tun. Ein schönes Ding. Tschüss. Das ist halt auch so ein Ohrwurm-Ding, ne? Das brennt sich direkt in die Synapsen rein. Ich bin total fertig. Das brennt sich so in die Synapsen rein. Ich bin richtig fertig jetzt. Das ist ein bisschen wie bei Lil Wayne. Lollipop? Nee, Emily. Ach so. Aber cooler eigentlich. Okay, tschüss. Ich nehme noch auf, oder? Ja, tschüss. Guck mal, meine Frise. Du siehst verrückt aus. Ja, bin ich jetzt auch. Das willst du als Thumbnail haben, ne? Nee, das will ich nicht als Thumbnail. Als ob ich mich so hässlich auf dem Thumbnail haben will.